Komm mal her, Lotte. Kannst du mal ganz laut hier reinschreien? Uah! Was ist das? Das sind Mikrofone. Ich kann deine Stimme damit aufnehmen. Die Lotte hört. Als ich 2 Jahre alt war, bekam ich von meinen Eltern einen Kassettenrekorder, der schnell zu meinem Lieblingsspielzeug wurde. Er war leicht zu bedienen. Drückte man den Aufnahmeknopf, wurden Momente plötzlich auffangbar, wieder abspielbar. Ich erinnere mich verschwommen an unzählige Stunden auf dem Boden meines Kinderzimmers, das Plastikmikrofon in der kleinen Hand, während ich mir Geschichten und Lieder ausdachte, zurückspulte und sie mir anhörte. I like the mountains, I like the daffodils, I like the flowers, I like the rolling. Mit Virtuosität oder Starkult-Visionen hatte das nichts zu tun. Diese Dimensionen schlichen sich später in mein Verhältnis zur Musik ein, das sich mit voranschreitendem Alter und der Berührung mit der Welt außerhalb meines Kinderzimmers veränderte. Erste Konzerte, mitternächtliche Jam-Sessions mit Freunden, Sonntagmorgen im Schlafanzug mit meinem Vater am Küchentisch, über den wir die Gitarre hin und her reichten. Summertime, when the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Momente der Gemeinsamkeit, des gegenseitigen Zuhörens. Und immer wieder diese spontanen Aufnahmen, die fast zum Ritual wurden, wenn ich Besuch bekam. Wir waren verrückt nach den wiederbespielbaren Kassetten, auf denen sich unsere Kinderstimmen zu Jugendstimmen entwickelten, während wir wie gebannt auf dem Boden saßen und lauschten. Du wohnst in den Wolken, dein Weg ist sehr weit. Wann sieht man dich bei Deutschland sucht den Superstar? Hörte ich von meiner Umwelt. Ein Kompliment. Warum der bittere Nachgeschmack? So I'm sitting on this bed, drinking cider, eating crisps. So I'm told Die erste CD. Nächtliche Aufnahmen im verrauchten Jugendzimmer meines Freundes. Die erste Scham, die mich nach einiger Zeit verfolgte, wenn ich mir die Aufnahmen noch einmal anhörte. Ich fühlte mich verloren in einer unendlichen Datenbank perfekt gemischter Schlafzimmerproduktionen. Tausende Stimmen, absolute Preisgabe in Full HD, gespiegelt in Zahlen, reguliert im Wettbewerb aus Algorithmen und Social-Media-Plänen. Als ich ein kleines Kind war, waren Musik und Tonaufnahme für mich ein Spiel der Körper- und Selbsterfahrung. Im Streben nach Virtuosität und Perfektion habe ich das Gefühl, etwas verloren zu haben, das als Kind ganz natürlich für mich war, und ich möchte es suchen. Diese weltvergessene Neugier und Spontanität, die musikalischen Begegnungen, das gegenseitige Zuhören, strategielose Authentizität, Zufall, Überraschung, Stimme mit Körper. Jede Sunday Morning Session wird durch ein mehrere Minuten langes Intro eingeleitet. Erst dann begibt das Video sich in seine musikalische Ausgangsposition. Zum Rhythmus des anschwellenden Geräuschs einer brodelnden Kaffeemaschine wird eine Reihe von Bildern eingeblendet, die sich einer grundsätzlichen Verlangsamung und Blickverlagerung widmen.
Dabei behandelt jedes Intro eine eigene Frage mit einem eigenen Blick. Meist sind es unscheinbare, alltägliche Dinge, Momente, die man im Alltag möglicherweise unbemerkt vorbeiziehen lassen würde und deren genauere Betrachtung damit Ungewohntes und Gewohntes vereint. Das kann die meditative Wiederholung einer Industrielandschaft sein, die an einem Zugfenster vorbeizieht, eine winzige Raupe, die vor einem Bürogebäude an einem fast unsichtbaren Faden tanzt, oder ein Kleinkind, das im Park unbeschwert tollpatschige Jungschwäne bestaunt und dabei misstrauisch von einer beschützenden Schwanenmutter beäugt wird, was wiederum dem aufmerksamen Blick der Menschenmutter nicht entgeht. Doch nicht nur inhaltlich brechen die Videos im Gewohnten mit Gewohnheiten. Eine andauernde, langsame Einleitungssequenz ist für YouTube so dispositivfremd, dass sie automatisch irritiert und die Aufmerksamkeit so auf das Medium und seine Form verlagert. Die grundlegenden Überlegungen beschäftigen sich mit einer selbstreflexiven Umkehrung des eigenen Blicks, der sich in der Immersion distanziert und auf sich selbst richtet. Welche Bilder, welches Gefühl entstehen, wenn ich sonntags morgens Kaffee koche und wartend, eingelullt von dem warmen, brodelnden Rhythmus, zwischen Schlaf und Wachsein noch einmal die Augen schließe. Schlendere ich tatsächlich durch Stadtpark, Flohmarkt, Wald oder am Strand entlang? Trage ich das Gefühl weiter in den Tag hinein? Ist die Welt still genug, um den eigenen Gedanken zu lauschen? Sind die eigenen Gedanken still genug, um die Geräusche der Welt zu hören? Nehme ich die Stimme des Vogels wahr, den ich singen sehe, auch wenn eigentlich nur eine Kaffeemaschine zu hören ist? Rieche ich den Kaffee? Spüre ich die Blätter, den Schnee, das kalte Wasser des Brunnens auf meiner Haut? Das Kribbeln im Bauch, während ich ungeduldig auf den Füßen meines Vaters darauf warte, dass Mama in die Wartehalle des Flughafens tritt? Spüre ich all das? Oder spüre ich, dass von mir erwartet wird, dass ich etwas spüre, während ich warte? Werde ich ungeduldig? Schweifen meine Gedanken ab? Fühle ich mich manipuliert? Leide ich an Reizüberflutung? An Reizmangel? Kann ich mich einlassen? Es ist anstrengend, sich die Sequenz anzuschauen, ohne sich auf sie einzulassen. Aber auch das Einlassen kann anstrengend sein. Anstelle einer narrativen Montage sollen die Bilder eher eine affektive und assoziative Ebene ansprechen, während die Dauer und Langsamkeit einen Raum schaffen sollen, um den eigenen Gefühlsregungen und Assoziationen nachzugehen. Ähnlich wie vielleicht die Stille eines Sonntagmorgens einen solchen Raum zu schaffen vermag.
2 Menschen sitzen mit ihren Instrumenten auf einem Sofa und trinken Kaffee. Du könntest das auch mit dem Capo im 7. Grund spielen? Mal ausprobieren. Sie unterhalten sich, stimmen ihre Instrumente und entscheiden sich für ein Lied, das sie dann bei laufender Kamera gemeinsam zu erarbeiten beginnen. Some things are meant to be. Hey, Adam. Hey, wie geht's dir? Hey, danke, dass du mich abholst. Nice to meet you too. Thanks for coming to pick me up from the train station. Im Rahmen des Projekts habe ich mich immer wieder gemeinsam mit den eingeladenen Musikern und Musikerinnen in eine Situation voller ungewohnter Bedingungen begeben. Viele von ihnen habe ich erst auf der Türschwelle meiner Wohnung kennengelernt. Schön, dich kennenzulernen. Die Situationen sind immer anders, fühlen sich aber stets skurril an. Man hat eine gemeinsame Mission und die Intimität, die bald aus dieser entspringt, schwebt schon über den Momenten des zögerlichen Kennenlernens. Man ist sich fremd. Und doch fühlt man sich ein bisschen wie alte Freunde aus einer anderen Zeit. Don't even know me that well. Songvorschläge haben wir schon im Vorhinein ausgetauscht, aber geprobt haben wir sie noch nie. Wir erzählen uns von unseren gestrigen Samstagabenden. Vielleicht wollen wir damit unsere verschlafenen Stimmen oder eigenwilligen Hände rechtfertigen. So hard to stretch your little thing. That was one thing that was really hard for me. I got pretty small hands and just to stretch like that was pretty hard. I could never do that. I've got such tiny hands as well. Aber wir wissen beide, dass wir uns nicht grundlos an einem Sonntagmorgen getroffen haben. For a soft place to fall, I kept running. For a soft place to fall, and I kept running for a soft place to fall. Oh, I kept running for a soft place to fall. Wir wollen uns unserer Körperlichkeit nicht entziehen, sondern uns ihr gerade widmen. Unsere Stimmen wachen langsam mit uns auf und wechseln ihre Farben. Wir haben heute nichts mehr vor und alle Zeit der Welt, uns zuzuhören. 1, 2, 3, 2, 2, 3. Der Moment, in dem ein Körper in einer singenden Stimme hörbar wird, hat einen gewissen Überraschungseffekt. Er entblößt die Tatsache, dass die Stimme sich nicht vollständig kontrollieren lässt und immer durch äußere und innere Umstände gefärbt ist. wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Immer außer in der heutigen Tonproduktion, deren Möglichkeitsspielraum sich durch den technischen Fortschritt extrem erweitert hat. Diesen nutzt sie unter anderem dazu, die Stimme zu bändigen. If I can't help falling in love with you, like a river flows surely to the sea, darling, so it goes.
Das Mikrofon hat neue Formen intimer Stimmlichkeit vernehmbar gemacht. Die Aufnahme- und Abspieltechnik hat das Musikerlebnis aus den Konzertsälen gelöst und in private Räumlichkeiten verlagert und fand dank Radio und Massendistribution eine weitgehende Demokratisierung. All your friends seem like enemies when you're broken down and empty. Eine Stimme, die heute im Radio erklingt, besteht oft aus verschiedenen Takes, ist komprimiert und hat Tonhöhenkorrektur und Sättigungsfilter durchlaufen. Im Idealfall dient dies einer natürlich wirkenden, anhaltenden Präsenz der Stimme und einer intensivierten auditiven Erfahrung. Im Rahmen des sogenannten Loudness Rule soll eine verstärkte Kompression jedoch zum Beispiel für ein lauteres Endergebnis sorgen, das so im Vergleich zu den anderen Liedern für Radiohörende verstärkt heraussticht, während eine organische Dynamik verloren geht. Produktionsstandards gehen mit bestimmten Hörgewohnheiten einher, die auf ein digitales, naturalisiertes Stimmideal ausgerichtet sind, in dem der Körper sich auflöst und nur noch als unflexible virtuelle Quelle in einem endlosen Raum der körperungebundenen Möglichkeiten fortexistiert. Die Sunday Morning Sessions interessieren sich für die Möglichkeiten der Körpergebundenheit. In einem Raum, in dem Unkontrollierbarkeit, Zufall und Überraschung erwünscht sind, erwachen die Stimmen ihrer Eigendynamik als komplexe, transzendierende Phänomene. Oh man, you're making me crazy. You're really driving me mad. It's alright with me. It's really no fuss, as long as you're next to me. Kommunikation ist unabdingbar, wenn man gemeinsam etwas entstehen lassen möchte. Doch beim Musikmachen bedeutet das Sprechen fast immer eine Unterbrechung. Der Austausch findet auf natürliche Weise eine andere Form. Vielleicht in Gesten oder Blicken, in Bewegungen und Klangfarben, in spontanen Zeichen oder auf nicht greifbaren weiteren Wegen. How could we miss the dumbest days? Wir müssen uns öffnen, uns gegenseitig bewusst wahrnehmen, um uns schließlich gemeinsam zu bewegen. Eine laufende Kamera zu vergessen, ist fast unmöglich. Das Gefühl, vom aufmerksamen Blick der Kamera beobachtet zu werden, lässt sich vielleicht mit bestimmten Vorkehrungen beruhigen,
Die Kamera steht als stille Beobachterin statisch im Raum und wird nicht mehr bewegt. Trotzdem steht die Intimität des gemeinsamen Musikmachens in einem Spannungsverhältnis mit der Öffentlichkeit, die die Kamera repräsentiert. Oft trennen wir uns erst nach 5 oder 6 Stunden voneinander. Ein paar Tage später beginnt die Arbeit an der Fülle von Schnittmaterial. Durch die verwendeten Aufnahmetechniken ist der Spielraum der Postproduktion eingegrenzt. Die Mikrofone sind mit dem Ziel eines möglichst natürlichen Raumsounds platziert und nehmen dabei eine Mischung aus Stimmen, Instrumenten und Nebengeräuschen auf, die für Autotune und Soundmontage unbrauchbar sind. Die Nachbearbeitung ist auf einen natürlichen Klang ausgerichtet. Visuell wird ähnlich vorgegangen, indem nur mit einer Kamera gefilmt wird, deren Position im Laufe der Session nicht verändert wird. In frühen Sunday Morning Sessions werden die Bilder der Intros noch in die Session herein weitergetragen, um den affektiven Raum der Musik assoziativ visuell zu unterstützen. Doch besonders mit der späteren Entscheidung, Bilder des Draußens mit dem Ende der Intros ausklingen zu lassen, verschwindet auch die Möglichkeit einer kaschierenden Montage. Sugar man, won't you hurry? 'Cause I'm tired of these scenes. For a blue coin, won't you bring back all those colors to my dreams? Silver magic ships you carry, jumpers, Coke, sweet Mary Jane. Sugar man. 1, 2, 3, 4. Der Fokus verlagert sich damit verstärkt auf den Prozess, die zwischenmenschliche Dynamik, die in ständiger Veränderung ist, wie die Musik, die entspringt. Betrachtet man die gesamte Videoreihe, sticht auch hier die Prozessualität des Projekts hervor, dessen Format sich im Laufe der Zeit immer wieder gewandelt hat und damit Raum für Experimente, die Einbindung neuer Ideen und die persönliche Mitgestaltung der wechselnden Gäste erlaubt hat. So long at these pictures of you that I almost believe that they're real. I've been living so long with my pictures of you that I almost believe that the pictures are all I can feel. Immer gleich bleibt die Ausrichtung auf eine Erfahrung, die sich gleichermaßen an das Publikum wie auch an alle am Projekt beteiligten Menschen richtet. Im Zwischenraum des Privaten und Öffentlichen eine Erfahrung des Zweimalguckens und sich Zeitnehmens. Um zu beobachten und zuzuhören, der Welt, sich selbst, den anderen, den intersubjektiven Raum zu erleben, den wir uns teilen, der zwischen und mit uns entsteht, aus dem wir immer wieder entstehen, in ständiger Veränderung, Neues entspringt. Die Welt unserer Wahrnehmung ist strukturiert durch Muster und Gewohnheiten, die sie statisch wirken lassen, während auch sie sich in ständiger Transformation befindet. Heute ist der 20. Juni 2019, Fronleichnam. Ich konnte nicht gut schlafen. Es ist 6:15 und im Haus scheint noch niemand wach zu sein. Die Stadt kann so still sein. Ich sitze allein in meinem Wohnzimmer, in dem Raum,
in dem so viele der Sunday Morning Sessions stattgefunden haben. Das Mikrofon ist in einem Stativ befestigt. So bleibt der Klang meiner Stimme konstant. Zumindest wirkt es vielleicht so. Und das reicht aus, um mich zu beruhigen. Außerdem ermöglicht es mir, zwischendurch einen Schluck Kaffee zu trinken, auch wenn er mittlerweile kalt geworden ist. Die Geräusche davon werde ich sicherlich im Nachhinein entfernen. Sie sind unangenehm und würden vielleicht von meinem Text ablenken, den ich niemals fehlerfrei hätte vorlesen können, vor allem nicht um 6:15. Also muss ich die Tonspur sowieso schneiden. Vielleicht wäre es authentischer, wenn ich das nicht tun würde. Aber wäre das wirklich der Schlüssel zum Gegenstand meiner Suche? Ich weiß es immer noch nicht. Denn auch wenn ich mein Projekt zumindest vorerst beendet habe, ist meine Suche noch lange nicht abgeschlossen. Es ist 6:15 und ich lese einen Text, den ich eigentlich in Schriftform bei meiner Uni hätte einreichen sollen. Eigentlich ist es mittlerweile fast 8 und der letzte Abschnitt fühlt sich unaufrichtig an. Denn eigentlich schreibe ich diesen Text gerade erst. Ich habe noch gar nicht begonnen, ihn laut vorzulesen, aber ich kann es kaum erwarten. Gleich werde ich mich vor mein Mikrofon setzen. Ich werde den Aufnahmeknopf drücken und lesen. Und wenn ich fertig bin, werde ich mir die Aufnahme anhören. Und vielleicht werde ich darin etwas finden, an diesem stillen Donnerstagmorgen. Wer weiß. Noch mehr Band. Willst du noch mehr vom Band hören? Ja. Dann musst du noch mehr erzählen.